Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute bauen wir den Motor wieder ein ins Fahrzeug und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie es jetzt aussieht. Wenn ihr bereit seid, dann geht es jetzt los. So, Kurbelwelle ist einseitig wieder drin. Die Lager muss man schön erhitzen. Also den Innenring erhitzen. Die runtergekühlte Kurbelwelle, die habe ich runtergekühlt. Die sieht man noch, da ist richtiges Eis dran. Und dann flutscht das alles da rein. Und genauso müssen auch die Lager ins Gehäuse eingesetzt werden. Das habe ich also jetzt schön gereinigt. Also es ist schön gereinigt hier, die Flächen alle. Und die Lager eingesetzt, Gehäuse dazu schön erwärmen. Und entsprechend dann die Kurbelwelle muss genauso rein. Muss ich hier gucken, da habe ich dummerweise schon den Wellendichtring reingemacht. Ob ich das irgendwie erwärmt kriege. Das Lager, da muss ich einen Innenpilz nehmen. Hier einen speziellen. Kann man auch vorher schon machen eigentlich. So, jetzt werden die Gehäuseflächen schön gereinigt. Ich hole den Ring wieder raus. Das hat keinen Wert. Das hat keinen Wert. Ring rausholen. So läuft sie geschmeidigt. Ballern wir die anderen voll rein. Also ganz vorsichtige Schläge, das hilft dann, mögliche Verspannungen zu entfernen. Schön über Kreuz anziehen. Und dann Drehmoment. Also erstmal vorsichtig, Anlage, dann Drehmoment. Nochmal vorher ein bisschen lösen und dann Drehmoment. Aber ich mache es jetzt halt so, dass es zuerst mal, dass es sitzt. Hey, also nicht auf der Kurbelwelle rumhauen, die kriegt sofort eine Unwucht und wenn die eine Unwucht hat, dann ist es scheiße. Ja? Und auch die Lager bitte nur so einklopfen, wie sie es fachmännisch gehört, ja, weil wenn die falsch reingeklopft werden, haben die nachher am Innenring eventuell einen Abdruck der Kugeln und dann habt ihr gleich Lagergeräusche. Passt da ein bisschen auf. Und das Gleiche meine ich auch mit dem Ausbau der Lager oder mit dem Einbau der Lager. Ne? Guckt da, dass ihr das Gehäuse und so schön erwärmt. Wenn ihr das falsch macht, und ihr haut da rum wie ein Hirsch, ja, dann schrottet ihr euch die Lagersitze und das führt dann eben dazu, dass ihr den ganzen Dinger auf den Schrott schmeißen könnt, ja. Das Lager, die Lagerpassung hält dann nachher nicht mehr drin. Passt da ein bisschen auf nachher, nicht leichtsinnig arbeiten, nicht, dass nachher einer auf die Nase fällt. Los jetzt, geht's weiter. Überflüssiges Dichtmittel abziehen, wo man hinkommt. Wenn die Wurst überall rauskommt, ganz dezent, dann ist es auf jeden Fall dicht. Also es muss ziemlich schnell gehen alles. Kurbelwelle kalt stellen, Wellendichtringe komplett zum Schluss einsetzen, nicht vorher. Gehäuse müssen schön erhitzt sein, 100 Grad. Und die Wurst muss richtig schön im Ring rum.
Also hier, wenn es minimal austritt, dann ist die Menge genau richtig. Dann drehen wir das mit Drehmoment, ziehen wir das an. Hohlwelle muss leichtläufig sein, jetzt also richtig schön leicht laufen. Und wenn ich jetzt hier drehe, die läuft richtig schön. Ne? Vielleicht können auch leichte Verspannungen drin sein, die ganz vorsichtig mit Schlägen nochmal bereinigen. Was wir jetzt hier auch an der neuen KW sehen, an der neuen KW sieht man jetzt auch, dass wir hier drin eben, hoffentlich sieht man das, da haben wir jetzt hier drin, das sieht man bei der, diese 2 kupferfarbenen Anlaufscheiben, was die andere eben nicht hatte. Das fand ich ein bisschen arg seltsam. So, hier sieht man sie ganz deutlich. Und was man jetzt hier auch sieht, also ein gewisses seitliches Spiel hat man schon. Das ist immer, ja. Ja, da wird oben geführt über einen Zylinder. Aber es gibt kein Schlackern, kein Knattern. Das ist jetzt Originalqualität, also alles Original-Kurbelwelle. Original-Kurbelwelle, Original-Zylinder kriegt er. Hier nochmal zum Vergleich die alte. Wie die schlackert, ja. Die ist komplett ausgenudelt. Allein so, das spürt man schon. Und man hört's auch. Man hört auch das Spiel deutlich. Und die Schlackerei, das haben wir bei der neuen nicht. Jetzt gibt's noch einen Spritzer Öler rein. Ein bisschen Öl hier ans Nadellager. Dass das schon mal gut geölt ist auf jeden Fall. Die Lager habe ich auch geölt. Und dann nimmt er einfach Zweitaktöl. Und das reicht. Schönes Zweitaktöl da rein. So, jetzt ist das wieder zusammenmal. Das ist schon mal wichtig. Den habe ich geschrottet, den Wellendichtring. Dann brauche ich jetzt einen neuen. Kommt dann halt Drehmomente. Gehäuse zusammen. So, also Teile fehlen noch. Hier das neue Pumperädle, was da rein muss. Und eben genau der Rest drumherum. Jetzt machen wir einfach nur oben drauf und Ständer erstmal. Wenn es Verspannungen gibt, dass das hier nicht leicht sich drehen lässt, kann man da auch mal vorsichtig ein bisschen auf Gehäuse klopfen, 1-2 Mal, um Verspannungen zu lösen. Und dann läuft sie richtig geschmeidig. Sieht man jetzt auch, dass sie schön geschmeidig läuft. Also hört sich richtig schön an. Jetzt baue ich die Membrane hier wieder ein. Schauen, dass das auch alles schön sauber ist. Mache ein bisschen Dichtmasse hin, ganz dezent.
Gut, dass da nichts runterkommt. Und dann gibt es einen neuen Stutzen. Der andere war ja durch. Ob ich den jetzt schon wieder hin? Dann habe ich hier noch Kit. Ah ja. Nagelneuer Originalstutzen. Der kommt jetzt dran. So. Anziehen. Ständer ist wieder dran, Schraube ersetzt und festschrauben jetzt. So, Lappen rein. Zündung ist mal angeschraubt. Hier der Ständer ist auch festgeschraubt wieder. Und jetzt kommt der Kolben und Zylinder. Da habe ich einen nagelneuen Kolben und Zylinder. Original Piaggio. Also richtig Sahnestück. Das kommt dann da rein. Das kann man schon mal machen, bis die Teile da sind. Neues Nadellager. Bisschen einölen. Also auch nochmal zum Gehäuse. Das muss also schön mit kalt-warm beaufschlagt werden, damit die Lagersitze wirklich sauber reingehen. Und man kann auch mal hier ans Gehäuse außen mal einen kleinen Prellschlag geben, um Verspannungen zu lösen, damit die Kurbelwelle leicht läuft, wenn sie schwergängig wäre. Das hilft mir mal so. Machen wir so rein. Schöner Kolben. Also man sieht auch richtig schönes Material. Also das kann man richtig gut erkennen, dass der Kolben sauber erste Sahne Qualität ist. Hier mit Aufschrift auf den Kolbenbolzen auch. Die Ringe habe ich schon draufgezogen. Genau. Hier gibt es diese neue Sicherungsringe, die finde ich Schrott. Also allgemein, bei Vespa finde ich die nicht gut. Neuer Kolbenbolzen. Dann geben wir auch noch mal ein bisschen Oleo rein. Und dann ziehen wir den durch. Wo ist jetzt eigentlich? Ich habe da ein schönes Werkzeug wieder gehabt, das wieder irgendwo liegt. Ja, hier habe ich ein extra Kolbenbolzen Werkzeug. Der hilft mir ein bisschen bei der Montage. Also das mit den Sicherungsklipse für den Kolben ist übelster Müll. Ich weiß nicht, warum man da so einen Quatsch macht, also nicht gescheite.
ein paar richtig schöne macht. Also ich komme mit denen nicht so richtig sauber klar. Ich mag die gar nicht. Das dauert viel zu lang, ist voll der Müll mit den Dingern. Gibt es bestimmt einen Trick für, wie man das schneller hinbringt. Aber hier vergewissert euch, dass die wirklich richtig sauber sitzen. Sonst ist gleich alles wieder am Arsch. Neue Dichtung. So. Originaldichtung. Kolbenringe ausrichten und aufstecken. So, da braucht man zwar ein bisschen Gefühl, vielleicht auch manchmal ein bisschen Übung, je nachdem. Kommt nochmal hier eine neue Dichtung. Zylinderkopfdichtung, anscheinend gehört da eine hin. Dann kommt das Köpfchen. Geht auch nur in eine Stellung drauf. Also in die richtige. Jetzt kommen die Schräublein. Genau. Ziehen wir das mit Drehmoment an. Gut. Das passt soweit. Jetzt neue Teile sind gekommen. Es geht weiter. Hier ist das neue Pumperädle. Die Lichtmaschine habe ich wieder rangemacht und den Wellendichtring habe ich auch zwischenzeitlich wieder reingehauen. Genau. Das habe ich ja schon mal gezeigt in anderen Videos, wie das funktioniert. Bisschen Licht machen und dann geht es auch schon los. Also, das Pumperädle war verschlissen. Da mache ich jetzt Neues rein. Sollte auch eine neue Pumpe reinmachen. Aber die habe ich jetzt nicht mitbestellt. Das muss jetzt noch mal ein paar Wochen so gehen. Die ist nicht ganz so schlimm. Also der Verschleiß ist zwar da, man sieht schon einen Verschleiß und gehört auch eine neue rein. Aber das sollte jetzt erstmal so funktionieren, dass der Karren einfach mal wieder läuft. Das kann man dann alles noch machen. So, stecken wir mal auf das Rädele. Ich fette das immer noch mal ein bisschen ein da hinten. So. Mehr Ordnung gibt es hier nicht. Also ist nicht besser geworden von der Ordnung hier bei mir. Der Rähme, der war hier neu, noch von der Werkstatt. Das gibt dem gleichen daher wieder.
Da muss man halt dann die Laufrichtung beachten. Und schauen wir mal, ob das auch alles so schön funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, Riemen ist drauf. Ich hoffe, man kann da auch ein bisschen was erkennen. Also Riemen ist montiert. Jetzt kommt die Bümpele. Also ist halt bei mir nicht so wie auf dem Operationstisch, was eigentlich ja im besten Fall sein sollte. Muss erstmal das Material wieder suchen. Da kommt der Öldruckschlauch. Ich will ihn halt komplett einbauen, wieder den Motor in einem Stück. Und nicht dann nachher noch rumfrickeln. Deswegen denke ich, ich mache das erstmal so. Ein bisschen wird man wahrscheinlich schon frickeln müssen. Wo sind eigentlich die Schrauberlens? Also ich habe es wieder irgendwo hingelegt. Selber schuld. Dann muss halt neue geben. Und nachher tauchen sie bestimmt wieder auf, wenn alles fertig ist. 100%ig. Jetzt muss das genau da rein. Es muss 100%ig passen, sonst läuft es nachher nicht. Also Schlitz in Schlitz. Übrigens, hier habt ihr Markierung, hier an der Pumpe. Und die muss eben dann hier mit der anderen Markierung übereinstimmen. Weil sonst passt nachher nicht, ja, mit eurem Öl, mit eurer Ölzufuhr. So, die ist jetzt mal drin. Bereiten wir jetzt mal vor. Der ist schön. Gut. Ist noch nichts gefressen, noch nichts eingelaufen. So, das sind jetzt die kommen da rein wieder. Ah, die kommen jetzt hier wieder rein. Da waren sie drin. Da müssen jetzt demnächst neue hin. Aber jetzt die nächsten 1000 Kilometer müsste es schon noch mal halten. Jetzt hat er einige Neuteile gekriegt. Der ist eigentlich komplett revidiert. Der Wagen hier ist jetzt ein ehemaliger Neuwagen. Das da auch noch mal reinigen. Da kommen hier die Gleitsteine wieder drauf. Darf man nicht vergessen. Halt, das muss anders. Kommen da Hanne drauf. So, das Ding ist drauf. Hier habe ich kurz 2 Hände gebraucht. Für die Scheibe da, den Riemen drauf machen. Und jetzt kommt das hier wieder ran. Den A-Laser nicht vergessen reinmachen. Das vergisst man halt gerne, den A-Laser reinmachen. Scheibele drauf. Scheibelchen drauf. Und dann kommt das Luftding dazu. Und neue Mutter verwenden. Oder ein bisschen, könnt ihr auch, wenn ihr die alte nehmt und die noch gut ist, einfach ein bisschen Loctite drauf machen. Schraubensicherung. Verlinke ich euch unten. Drehmoment anziehen. Ich mache jetzt erstmal vorziehen, ganz vorsichtig.
Genau. Jetzt wird hier oben die Ölleitung wieder angesteckt. Das darf man nicht vergessen. Sonst hast du ein Problem, dann ist alles im Arsch. Also richtig geil, neue Seitendecke hier. Motor hockt drin, sieht also richtig gut aus. Ja. Passt wieder, ist an der richtigen Stelle. Schauen wir erstmal, ob der Karren überhaupt anspringen will. Jetzt machen wir mal was mit First Start und gucken mal, was Sache ist. Sehr schön, gleich angegangen. Läuft richtig schön, jetzt gerade noch in der Kaltphase. Das komische Klappergeräusch ist weg. Also wirklich sauber. Einwandfrei, best of. Nee, ganz so schnell ist es nicht gegangen. Also da mache ich euch auch keinen falschen Versprechen. Also er läuft jetzt wirklich einwandfrei wieder und was eben war noch am Anfang ist, dass du eben ein bisschen hast orgeln müssen, bis eben die Spritzufuhr da ist. So glatt wie jetzt läuft's meistens nicht, also muss immer noch ein bisschen orgeln, bis dann echt dann der Sprit da ist und so weiter. Aber sonst ist alles gut verlaufen, Einbau gut, erste Probefahrt gut, also ich bin super zufrieden. Geräusch ist weg und in diesem Sinne, ja, viel Erfolg. Ah ja, noch eins noch. Vergesst nicht, Abo dalassen, wenn es euch gefallen hat. Like machen und dann sehen wir uns bei der nächsten Runde. Und wenn ihr euch langweilt, guckt auf die Playlist, da gibt es auch geile Sachen. Wir sehen uns. Ciao.